Hi und willkommen bei Work in Progress. Dieses Mal geht's um die Freakshow und andere Podcasts, gelasercuttete Sachen, eine generative Batch, die Game Shell und noch andere Sachen. Viel Spaß! Ja, nachdem ich mich ja in einer der letzten Work-in-Progress-Folgen ein wenig darüber gewundert habe, wie sich einer der Freakshow-Teilnehmer, also es geht um den Freakshow-Podcast, geäußert hat über meinen Circuit Generator, sind Dinge passiert, die ich nicht habe kommen sehen. Ich wurde nämlich in die Freakshow eingeladen und das hat mich enorm gefreut. Das heißt, ich bin für ein paar Tage nach Berlin gefahren und habe dann an einem Mittwochabend in der Meta-Ebene an der Aufzeichnung teilgenommen. Die ging ungefähr 4 Stunden lang, diesmal mit Chat nebendran, was auch ganz witzig ist, wo sich auch viele von euch getummelt haben und immer gleich fleißig Links zu meinen Projekten reingeworfen haben. Das war super hilfreich, vielen Dank dafür. Und ja, ihr könnt euch den natürlich anhören. Der ist mittlerweile regulär erschienen. Und das Ganze war ja auch, es wird immer live gesendet. Und ich war schon nervös am Anfang, muss ich sagen. Ich glaube, also der Freakshow-Podcast ist schon ziemlich groß, gerade im deutschsprachigen technikaffinen Raum, würde ich sagen. Ist das wahrscheinlich der größte oder einer der größten? Keine Ahnung, genaue Zahlen weiß ich ja nicht. Aber hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Und ja, hört gerne mal rein. Worüber ich auch übrigens enorm erstaunt war, der Hauptmoderator, der Host, wie nennt man sowas, ist Tim Pritlove und der hat enorm viele, wenn nicht alle Work-in-Progress-Folgen gesehen, womit ich auch nicht gerechnet habe. Das fand ich dann auch ziemlich witzig. Das hätte ich nicht gedacht, dass er sich so viel im Nachhinein anschaut. Also Tim, wenn du jetzt zusiehst, du hast dich hervorragend vorbereitet und ich hatte viel Spaß. Ja, und wenn man dann schon in Berlin ist, dann geht man natürlich irgendwie in irgendwelche hippen Cafés und isst witziges Essen, das man sonst in meinem kleinen Städtchen hier so nicht findet. Zum Beispiel japanische Fusion Hotdogs oder sowas. Und dann war ich auch noch in der Data Kitchen und die finde ich ganz besonders spannend. Da bestellt man sein Essen mit dem Smartphone und bezahlt auch mit dem Smartphone und bekommt dann eine Notification, wenn es fertig ist. Und dann kann man an so eine Art Spind oder an so eine Art Regal gehen und mit der App sein Fach öffnen und sein Essen rausnehmen. Eine sehr witzige Erfahrung, kann ich jedem empfehlen, der mal herausfinden möchte, wie Essen im 21. Jahrhundert so funktionieren kann. Außerdem war ich noch im Jüdischen Museum, was ja wirklich sehr sehenswert ist und besonders krass gut fand ich die Ausstellung, durch die ich hier ja gerade laufe. Und ihr seht schon, das sind lauter, schreiende oder weinende Gesichter aus Stahl geschnitten, die klirren und klingen, wenn man darüber läuft. Und das ist eben auch der Gedanke dabei, dass man darüber läuft. Und das ist ein sehr bedrückendes Gefühl, weil das Ganze ist noch die Installation ist noch in so einem Eck des Gebäudes eingerichtet. Und ich finde, man kommt sich sehr verloren vor, wenn man da durchgeht. Und das ganze Museum ist generell sehr sehenswert. Ich war auch noch in anderen Museen, zum Beispiel im Technischen Museum. Da arbeitet nämlich ein guter Freund von mir und das ist dann ganz spannend, wenn man so ein bisschen Hintergrundinformationen zu Ausstellungsstücken bekommt. Zum Beispiel habe ich hier den Zuse Graphomat gefunden, was mich als Stiftplotter-Enthusiast natürlich besonders freut. Und der Chaos Computer Club ist offensichtlich auch in einer Ausstellung vertreten, was ich auch sehr nett fand. Und eigentlich wollten Matthias, so heißt mein Kumpel, und ich zusammen noch ein kleines Video aufnehmen. Er hat nämlich auch einen Podcast. Das haben wir aber leider vor lauter, wir sehen uns endlich mal wieder, Freude vercheckt. Darum haben die 3 Podcaster einen kleinen Teaser für euch aufgezeichnet. Und ja, den hören wir uns jetzt einfach mal an. So, hallo liebe Leute, hier ist der Museumbug, der lauschige Museumspodcast. Und der ist mit mir, Jörg. Mit Matthias. Und Martha. Jetzt fragt ihr euch, was hat denn so ein Museumspodcast überhaupt mit Bleep Track zu tun? Na, weil von Bleep Track ja dieser tolle Beatle-Bot, dieser Beatle-Generator stammt. Und da haben wir uns einen schönen kleinen Käfer zusammengeklickt, ne? Und der prangt jetzt auf unserem Logo drauf. Aber was machen wir überhaupt, Martha? Also wir gehen in Ausstellungen, in Dauerausstellungen erstmal und gucken uns die an, probieren alles aus, fassen alles an und danach treffen wir uns, trinken ein bisschen was und erzählen darüber. Ja,
Genau, und weil wir so super relevant sind, findet ihr uns auf allen Kanälen. Aber am besten kommt ihr einfach auf unserer Website vorbei, museumbug.net oder eben bei Twitter. Und da seht ihr, was wir schon gemacht haben und wo wir vielleicht noch hingehen und könnt uns eure Meinung dalassen. Twitter, Museum Bugcast. Ne? Museum Bugcast, weil alles andere einfach zu lang war. Genau. Alright, dann bis dann. Bis dann, tschüss. Ciao. Also, wenn ihr genauso gerne in Museen geht wie ich, dann empfehle ich euch sehr, in den Museum Bug reinzuhören. Das hatte ich in der Freakshow auch schon erwähnt. Demnächst findet bei uns im Verschwörhaus, im Ulmer Hacker Makerspace, mal wieder ein Workshop statt. Der war da die letzten Male auch immer bei uns. Das ist der Wikidata Workshop. Wenn euch Wikidata noch nichts sagt, ich habe da mal ein nettes kleines Intro-Video dazu aufgenommen. Das könnt ihr euch gerne anschauen. Und für diese Veranstaltung habe ich was umgesetzt, was ich schon länger mal ausprobieren wollte, und zwar generative Badges. Also Badges ist ja das Namensschild, das man irgendwie trägt. Und ich fand es immer nett, an die Person angepasste Badges zu haben. Und die Idee ist nicht meine, die habe ich, muss ich gestehen, geklaut. Also ich habe die mal gesehen beim, ich glaube, I.O. Festival heißt das in den USA. Da haben die das auch mal gemacht. Und zwar nicht als klassische Umhänge-Badges, sondern als so ganz große Ansteckbutton, was eigentlich noch cooler ist. Und die waren eben auch generativ. Das heißt, die Teilnehmer müssen vorher einen kleinen Fragebogen ausfüllen und je nachdem, was angekreuzt wird, sieht das Badge dann halt leicht anders aus. Das ist ein super guter Conversation Starter, finde ich. Weil man steht irgendwie einer anderen Person gegenüber und kann gleich irgendwie, keine Ahnung, gucken, was sie bei XY angekreuzt hat und dann hat man was, worüber man sich schon mal ein bisschen unterhalten kann. Und das ist die Badge, die die Teilnehmer jetzt nächstes Wochenende bekommen werden. Das ist jetzt beispielhaft meine mit random Werten und Bleeptrack als Name. Aber wir können hier jetzt natürlich auch mal kurz gucken, was sich so verändert. Also sie mussten in meinem Fall, die Teilnehmer, nicht so super viel reinschreiben. Also einmal den Namen oder den Nickname, den sie gerne haben möchten. Dann habe ich hier noch drin, ob sie fotografiert werden möchten oder nicht. Kann ich jetzt auch False reinschreiben. Dann wird diese Ecke hier unten rot und die Farben swappen. Also ich habe die Farben immer so aufgeteilt, dass in jeder Hälfte Rot, Blau, Grün, das sind die Wikidata-Farben, einmal vorkommen. Dass halt nichts zu voll wird mit einer Farbe. Genau. Dann gibt's noch ein paar Fragen, die sind eher so witzig. Das, was hier eine Beverage läuft, da war die Frage, ob man lieber Tee, Kaffee oder Kakao trinkt. Und dann gibt's aber noch wichtigere Fragen, sage ich mal, wie das Pronoun, also das Pronomen, mit dem man angesprochen werden möchte. Ich kann aus sie hier auch ein er machen zum Beispiel. Dann wird das oben blau. Oder ein Nin zum Beispiel, dann wird es grün. Und der Plan ist noch, dass hier oben dann auch, also wenn es nicht das typische sie oder er ist, sondern ein anderes, dass es hier oben noch steht. Oder vielleicht schreibe ich es immerhin, muss ich noch ausprobieren. Bin noch nicht so ganz fertig mit dem Badge an sich, genau. Und wir können auch bei Task zum Beispiel eine andere Nummer eintragen, dann verrutscht hier unten der Nupsi eins weiter. Ja, genau. Und so werden die Badges generativ erstellt. Die muss ich dann eben alle, also wenn die Umfrage durch ist, kann ich das einmal durchlaufen lassen, den Code. Dann habe ich zum Schluss irgendwie 40, 50 so Badges, die muss ich ausdrucken, ausschneiden und dann bekommt die zum Schluss jeder. Zusätzlich brauche ich dann auch noch, was auch jeder bekommt, ist praktisch ein kleines Handout, wie man die Badge liest, weil ansonsten hilft einem das natürlich nicht viel, wenn man die sieht und ja, gar nicht weiß, was die Streifen und Ecken und so bedeuten. Ich bin gespannt, wie es ankommt. Ich werde berichten. Ja, dann mal wieder 3 Wörter zu meinem Blog, wo wieder mal nicht so super viel passiert ist. Eigentlich sind es 2 kleine Dinge, zum Beispiel bei den Comics. Sieht das jetzt furchtbar chaotisch aus, aber was hinter den Kulissen passiert ist, Comics können halt eine unterschiedliche Anzahl an Bildern haben oder aus einer unterschiedlichen Anzahl bestehen. Hier haben wir zum Beispiel 4, gerade eben hatten wir nur 1. Und das ziehe ich mir jetzt praktisch korrekt aus meinen Metadaten des Artikels. Und dann gibt es noch diese Previous Next Links. Die waren ein bisschen tricky tatsächlich für Pico. Damit hatte ich auch nicht gerechnet. Also Pico baut im Hintergrund eine Baumstruktur auf. Das heißt, meine Startseite, gehen wir mal zurück, hier die Startseite ist praktisch der Einstiegsknoten der Wurzel des Baums. Darunter habe ich jetzt dann Kategorien oder Seiten. Und in den Kategorien befinden sich halt auch nochmal Seiten. So, jetzt möchte ich aber, also Pico bietet schon Links an, um nach vorne und hinten zu blättern in den
einzelnen Seiten, aber ignoriert dabei Kategorien, weil Kategorien nichts ist, was Pico schon vorgibt. Ich habe mir die erstellt. So, jetzt möchte ich aber nur innerhalb einer Kategorie in den Seiten blättern können. Das musste ich mir schreiben. Das war dann irgendwie etwas fummeliger, als ich das gedacht habe. Aber jetzt funktioniert das. Und das Gleiche geht jetzt auch mit den Schnipseln, und zwar sogar noch besser. Hier ist zum Beispiel jetzt die 2019er Schnipsel, sind das hier. Und er zieht sich auch wirklich nur die überhaupt auf dem Server liegen. Also die Bilder haben immer ein Namensschema mit Tag, Monat, Jahr. Und danach kann ich jetzt dann eben gucken, ob sie existieren, und dann werden sie richtig angezeigt und im richtigen Monat und in der richtigen Reihenfolge angezeigt. So. Genau, das ist schon mal cool. Das ist nämlich jetzt auch bedeutend cooler, als es bei WordPress war. Bei WordPress habe ich das nämlich über diese ganz furchtbaren Galerien gelöst. Und in Galerien ist es ja kunterbunt, logischerweise. Ein normales Foto hat ja dieses Namensschema etc. nicht. Aber ich habe das. Und bei WordPress musste ich halt jeden Tag, wenn ich einen Schnipsel gezeichnet habe, das extra WordPress mich einloggen, die Galerie aufmachen, das Bild zur Galerie hinzufügen, gucken, dass es wirklich an der richtigen Stelle steht. Und so ein Kram, das war immer doof. Und jetzt macht das halt die Seite automatisch, viel besser. Und ich kann mir sogar praktisch ein Syncing-Tool einrichten, was einfach, wenn ich was zeichne und ich lege das auf meinem Laptop in einen bestimmten Ordner, dann wird es direkt zum Server gesynkt, da muss ich gar keinen Finger mehr krumm machen, das wird einfach angezeigt, so dass es jetzt dann praktisch High-End, wie sagt man, durchautomatisiertes Website-System. Genau, so, das funktioniert jetzt auch soweit. Das waren die Sachen zum Blog gerade, sonst hat sich da nichts getan. Ich habe aber mal wieder ein bisschen gelaser-cuttet, das habe ich schon länger nicht mehr. Es gibt ja immer alle 2 Wochen den Maker Monday bei uns im Verschwörhaus. Und meistens komme ich gar nicht dazu, selber was zu machen, weil so viele Leute da sind, die sich das angucken möchten oder die Hilfe brauchen bei der Fräse oder beim Cutter oder beim 3D-Drucker. Und diesmal habe ich mir aber selber doch noch ein paar Minuten zum Schluss Zeit genommen, mal was zu machen. Ich wollte nämlich mir ein paar Schmuckelemente lasern. Und einmal hier das rote, das wird dann ein Anhänger. Und dann habe ich mir noch ein schwarzes Armband gemacht. Und ich habe noch so grün-gelbliche, auch so Anhänger ausgelasert. Die zeigen dann ein Ausrufezeichen ist gleich und haben so eine Circuitboard-Linienoptik. Und ich wollte das mal ausprobieren, weil ich dieses Plexiglas mal im Netz gefunden habe und es läuft unter fluoreszierend, was es natürlich nicht tut. Also es leuchtet nicht selber, aber es wirkt sehr grell. Also es reflektiert sehr viel Licht, sehr grell. Und es hat dann natürlich so einen coolen Cyberpunk-Look. Und da habe ich mir jetzt mal so Restzuschnitte besorgt, um da mal was auszulasern und zu gucken, wie gut es aussieht, so als Schmuck. Und ich finde es ganz gut. Was ich hier drauf gelasert habe, sind Dotsies. Da hatte ich ja in meinem kleinen Vortrag mit meinem Kumpel Blindri auf dem Kongress drüber gesprochen. Könnt ihr euch auch gerne nochmal angucken. Dotsies ist praktisch, ist halt ein Font, im Endeffekt eine Schriftart, die einzelne Buchstaben in Kästchen darstellt, was das Ganze sehr kompakt macht. Und wenn man das gut lesen kann, kann man generell sehr schnell Text lesen. Ich hatte ein Foto von meiner Game Shell gepostet. Das ist eine tragbare Emulator im Endeffekt, so eine Retro-Spiele-Konsole, auf der aber einfach Linux läuft, was ich sehr nett fand und finde. Und über die wollte ich noch ein bisschen was erzählen, weil mich sehr viele danach gefragt haben. Die gefällt mir insofern ganz gut, weil alles Open Source und Open Hardware ist. Das heißt, für die ganzen Teile, auch für das Case, die STL-Files kann man sich runterladen, man kann sich selber was drucken, man kann alles modifizieren. Also es ist praktisch so eine hackable, tragbare Konsole, was die anderen, die man so fertig kaufen kann, nicht sind. Und das Ding kommt auch wirklich in sämtlichen Einzelteilen, man baut alles zusammen. Und ich habe zum Beispiel versehentlich die Buttons in der falschen Position angeordnet. Das macht ja auch echt jede Konsole anders und ich fand es jetzt dann, die zu ändern, sinnvoll. Deswegen nehme ich den hier nochmal auseinander. Und die kann man halt einfach abziehen und wieder draufstecken. Die Buttons, also die A, B, X, Y-Buttons und das Steuerkreuz sind aus hartem Plastik. Die weiter oben, Menü und Select, das sind eher so gummiartige Teile. Und was auch noch sehr nett ist, die sind ja alles modulare Einzelteile. Das heißt, Bildschirm ist ein Einzelteil, das Keypad ist ein Einzelteil. Das heißt, ich kann die einzeln austauschen. Was zum Beispiel spannend ist, weil das Mainboard, das ich jetzt habe, ist schon die 2. oder 3. Revision. Bin mir gerade nicht ganz sicher. Und das heißt, wenn ich das Gerät upgraden möchte, dann langt es eben, das Mainboard neu
zu kaufen und kann den ganzen anderen Kram eben einfach behalten. Und das ist auch schon so konzipiert. Das gefällt mir sehr gut. Und es ist sehr schnell zusammengebaut, finde ich. Ich meine, gut, was heißt schnell? Also eine Stunde braucht man schon. Es sind wirklich viele Teile. Man muss ein bisschen stecken und probieren. Aber es geht eigentlich recht gut. Was ein bisschen schade ist, der Akku hinten ist auch ein Modul und es steckt eben auch komplett in diesem Case. Das heißt, ich kann den Akku nicht schnell tauschen, sondern ich muss halt wirklich, also würde ich den Akku tauschen wollen, das ganze Ding auseinandernehmen. Was halt ein bisschen schade ist, weil Hot Swap wäre halt nett gewesen. So lang hält der Akku halt nicht. Sind so, bei mir waren es jetzt irgendwie zwischen 2 und 4 Stunden oder so vielleicht beim Spielen. Kommt immer drauf an, in welchen Modus man schaltet. Es gibt unterschiedliche Energiemodi und ob man Wi-Fi und Bluetooth anhat und sowas. Also so Hot Swap wäre nett gewesen, aber ist jetzt auch nicht so tragisch. Und ja, laden kann man eben einfach oben über die Buchse. Da ist auch noch ein HDMI-Out, das habe ich noch nicht probiert. Man kann den also einfach auch an den Fernseher stecken. Und das ist eh nett. Also wie gesagt, die Teile sind modular und das Keypad zum Beispiel hat einen eigenen USB-Anschluss und ist dann praktisch Controller-kompatibel zu allem anderen. Also man kann ihn einfach so auch als Controller für andere Bastelprojekte verwenden. Das finde ich super, super nice. So, und jetzt können wir uns aber mal noch ein bisschen angucken, wie gut das Ding performt. Es gibt halt gängige Settings, wie immer, irgendwie Helligkeit, Lautstärke, Button-Layout, diverse Sachen. Schauen wir jetzt aber mal noch in die Performance. Ich habe aktuell 2 Emulatoren ausprobiert. Und zwar sind das die Emulatoren, die schon vorinstalliert sind. Das ist einmal ein Emulator für die PS1 und der funktioniert wirklich hervorragend. Da hatte ich bisher gar keine Probleme, außer dass ein Spiel, das ist Final Fantasy VIII, das ließ sich partout nicht starten bisher. Aber alles andere hat einfach von vornherein perfekt funktioniert, kein Stottern, läuft hervorragend. Und auch so ausgefallene Rhythmusspiele, wie zum Beispiel Whip Ribbon, funktioniert hervorragend. Und wenn hier was nicht klappt, dann liegt es eher daran, dass ich nicht im richtigen Moment drücke, weil das Spiel einfach an sich ziemlich fummelig ist. Aber kein Stottern, funktioniert hervorragend. Auch irgendwie, ich habe noch Parappa the Rapper mal laufen lassen. Das geht auch sehr gut. Was nicht so gut funktioniert, sind Game Boy Advance Spiele, was wieder ein bisschen schade ist, weil da hatte ich mich besonders auf 4 Rhythm Tengoku, heißt das glaube ich, gefreut. Das ist so ein japanisches, auch so ein Rhythmusspiel. Ich mag komische Rhythmusspiele. Und da seht ihr schon, es gibt so, ob man das jetzt unter Microstutter verbucht oder es ruckelt einfach, ja, muss man halt so sagen. Und das habe ich aber generell bei so ziemlich allen Game Boy Advance Spielen festgestellt, dass es irgendwie ruckelt, das ist sehr schade. Weiß ich nicht, vielleicht finden sich da halt noch Leute in der Community, die das optimieren können. Ich kann das leider nicht, sonst würde ich das gerne tun. Oder man muss halt noch gucken, man kann auch ganz normal man kann auch noch Emulatoren über RetroArch starten. Vielleicht gibt's da noch Varianten, die besser funktionieren. Die Community ist schon da, die meisten warten allerdings halt noch auf ihr Gerät. Ich habe also auch lang gewartet, man sitzt halt auf einer Warteliste und es dauert einfach, bis da was kommt und die kommen dann direkt aus China. Muss man halt auch noch zusätzlich Zoll zahlen und so. Ist die Frage, ob man das halt machen möchte oder nicht. Ansonsten kann ich das Gerät bisher sehr empfehlen. Ich kann es mit nichts anderem vergleichen, weil ich bisher keine anderen Handheld-Emulator-Konsolen in den Fingern hatte. Aber für mich taugt hervorragend und gerade der Aspekt, dass es eben alles offen ist, alles offene Software, offene Hardware und sehr modular gebaut, macht es für mich halt besonders sympathisch. Ja, das war's eigentlich schon von mir. Nächstes Mal erzähle ich euch, wie der Wikidata-Workshop so lief und hoffentlich ist mein Blog nochmal ein bisschen weitergekommen. Ich wünsche euch 2 schöne Wochen, bastelt schön und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.